Letztes Mal war ich surfen mit einem Schwein, heute gehe ich auf hohe See mit einem Luchs. Was das heißen soll, bleibt einfach mal dran. Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal vom Pomade-Shop. Ich bin der Flo und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Pomade-Review, das ich heute machen darf. Und zwar komme ich ganz große Umschweife dazu, ihr habt es ja schon gesehen. Es geht heute um die Tortuga oder um das Tortuga Matte Clay von Rarecraft. Von Rarecraft haben wir schon ein paar Videos gemacht, andere Produkte oder auch einen Markenüberblick. Den Markenüberblick verlinke ich euch jetzt mal hier oben in der Infobox. Könnt ihr euch hinterher angucken, wenn ihr wollt, einfach auf das kleine i klicken. Und heute soll es bei mir aber um die Tortuga oder um das Tortuga Matte Clay gehen. Ich sage es nochmal ganz kurz, Rarecraft ist eine Manufaktur aus Polen, die sehr coole Haarprodukte macht, sehr coole Pomaden, die alle so ein bisschen verschiedenen Style haben. Es gibt ja die Heavyweight zum Beispiel, die so dieses Boxen-Thema aufgreift. Es gibt die Harden, die so Peaky Blinders mäßig ist. Es gibt die Navigator, die auch Seefahrermäßig ist. Aber es gibt auch die Tortuga und die Tortuga ist, wie ich es jetzt zum Beispiel auch aus den Fluch der Karibik-Filmen kenne, einfach so ein Piratenthema. Tortuga ist eigentlich das spanische Wort für Wasserschildkröte, soweit ich das weiß. Und es gibt viele Inseln in echt, die irgendwie irgendwas mit Tortuga im Namen haben. Das sind dann irgendwelche Schildkröteninseln. Vor allem in Südamerika gibt es da einige. Aber Tortuga ist natürlich auch in Fluch der Karibik, diese Insel, wo die ganzen Hardcore-Piraten sich treffen und feiern und Geschäfte machen und ja, sich auch ein bisschen auf die Schnauze hauen und sowas. Aber das ist einfach so die Piratenhochburg und demnach ist auch das Etikett gestaltet. Man sieht natürlich hier diesen Schriftzug, man sieht eine Windrose, man sieht Säbel, man sieht eine Wasserschildkröte, eben für den Namen entsprechend. Und das Rarecraft-Maskottchen, den Luchs, diesmal als Piraten-Captain hier so drauf. Sehr, sehr schön gemalt, das Ganze, sehr schönes Gemälde. Oder als Grafikdesigner schlägt er mir das Herz höher, indem ich halt hier diesen partiellen Lack da drauf auch sehe. Also man sieht hier, dass es hier glänzt und man kann es auch fühlen an manchen Stellen. Und das ist was ich natürlich immer sehr, sehr gerne habe. Auch hier hinten mit der Skala, wo man dann sieht, wie der Halt des Volumen, Textur und Glanz ist auch die Xe sind so erhaben und glänzen. Das finde ich sehr cool. Und was haben wir hier für ein Produkt? Ein Produkt in einem Glastiegel, wie alle Rarecraft-Pomaden. Und ein Matte Clay lässt es schon vermuten. Matte, ich kriege keinen Glanz in die Haare, sondern es ist ein mattes Styling-Produkt. Und Clay, es enthält Clay, also zu Deutsch Tonerde. Und ich schaue auf den Inhaltsstoff und gucke, ob das stimmt. Jawohl, ich habe direkt als zweiten Inhaltsstoff Kaolin. Kaolin ist eine Tonerde. Als ersten Inhaltsstoff habe ich Wasser drin, das heißt, ich kann das Produkt ganz leicht auch wieder auswaschen. Dann eben Kaolin, damit es matt ist. Dann kommt Bienenwachs und ziemlich bald auch Mikrowachs, die halt schön für den Halt sorgen und auch für so ein bisschen Pflege. Und vor allem dann noch Lanolin mit dabei, auch so ein bisschen pflegend. Und was ich sehr cool finde, auch einige pflegende Öle. Wir haben hier nämlich zum Beispiel... ich habe es extra nachgeguckt, ich muss noch mal kurz spicken. Brennnesselextrakt finde ich sehr cool. Gerstenextrakt und Ackerschachtelhalmextrakt. Ackerschachtelhalm ist tatsächlich auch ein Kraut oder ein Gewächs, dessen Extrakt ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, eine entzündungshemmende, auf jeden Fall sehr pflegende Eigenschaft hat, genauso wie die anderen pflanzlichen Extrakte hier drin. Und was ich auch sehr cool finde, mal wieder ein Produkt mit Candelilla-Wachs, das heißt ein Wachs, das pflanzlichen Ursprung hat. Das heißt, ich habe hier eigentlich alles drin. Ich habe hier für die Leute, die tierisches Wachs gerne haben, habe ich Bienenwachs drin. Für die Leute, die auf Erdöl stehen, habe ich Mikrowachs drin. Und für die Leute, die auf pflanzliches Wachs stehen, habe ich das Candelilla-Wachs drin. Nein, Spaß natürlich, aber alles sehr coole Wachse, die dem einen schönen Halt verleihen sollen. Und das werde ich gleich testen. Ich komme zum Duft, beziehungsweise ich zeige euch auch mal, wie es innen drin ausschaut. Wir haben hier eigentlich eher, finde ich, dass es so durch diese leichte Feuchtigkeit, die es wohl hat, so ein bisschen ausschaut wie eine Paste, als wie ein Clay. Clay sind ja öfter auch mal so ein bisschen stumpf in der Dose, aber das glänzt so ein bisschen noch. Das liegt aber an dem Wasser vor allem, das dann im Haar natürlich dann verdunstet. Und wenn ich über den Duft gehe, muss ich auch auf meinen Spickzettel gucken, denn der ist, also von Rarecraft ist es mein persönlicher Lieblingsduft. Die haben ja sehr coole Düfte, die haben keine, ich nenne es mal 0815 oder unspektakuläre Düfte, sondern die sind alle schon ziemlich spektakulär, muss ich sagen. Und von Rarecraft ist eben der Tortuga mein Liebster. Das ist würzig, kräuterig. Und zwar ist es ein Duft nach Lorbeer, Kardamom und Harz.
Und das finde ich sehr cool. Man hat so ein bisschen den Eindruck, okay, vielleicht könnten so Piratenschiffe, wenn sie gerade ein anderes Schiff überfallen haben, dann so Handelsschiffe, die vielleicht so Lorbeerblätter oder Lorbeer eben und Kardamom irgendwie verschifft haben und gelagert haben, dann erbeutet haben und dann deswegen riecht es dann oft so. Oder das sind Gewächse, die dort heimisch sind, also in Südamerika, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall finde ich es sehr, sehr erfrischend, sehr passend. Ein sehr frischer Duft, aber eben auch dieses würzig-pflanzliche riecht man sehr stark raus und ich finde es sehr, sehr cool. So, meine Haare sind produktfrei. Und ich mache hier an der Stelle ein kleines Geständnis. Wer meine Reviews kennt und meine letzten Jahre meine Frisuren angeguckt hat, der wird gesehen haben, dass ich ein Riesenfan von ölbasierten Pomaden bin. Vor allem den Light-Pomaden. Das heißt, ich habe meine Haare in den letzten Videos den meisten jedenfalls, schön nach hinten gelegt mit sehr viel Glanz. Ich habe aktuell eine bisschen andere Phase, sage ich ganz ehrlich. Ich habe im Moment eine sehr, sehr starke UVB- und Matte Clay-Phase oder Pastenphase. Ich bin genau bei solchen Produkten im Moment heimisch und ich habe meine Haare inzwischen gar nicht mehr so nach hinten und glänzen, sondern eher so nach vorne mit gerne Textur und mit gerne weniger Glanz, eher fluffig und modern. Keine Ahnung, ich ändere meinen Geschmack einfach von Zeit zu Zeit. Schauen wir mal, wie lange das dabei bleibt. Vielleicht bleibt es länger so, aber wie ich mich kenne, ist es dann nach einer gewissen Zeit auch wieder anders. Aber deswegen passt so ein Produkt jetzt perfekt für mich, um es hier heute für euch zu zeigen. Und ich werde jetzt einfach mal hier was rausnehmen und das fühlt sich wirklich an eher wie eine Paste. Also ja, so eine Haarpaste, zum Beispiel die Anti-Gravity von Lockarts ist ganz ähnlich vom Gefühl her. Das ist eine ganz weiche Creme und von dem her ist es auch kein Problem, das ins Haar reinzumachen, beziehungsweise auch der Breakdown. Kein Thema, ist sofort verteilt in den Haaren, wird auch nicht spröde oder trocken. Das ist jetzt zum Beispiel bei der Lockarts Phantasm so, dass man dann schon merkt, okay, jetzt muss ich aber Gas geben. Jetzt merkt man hier nur so ein bisschen auch das Wachs, aber es ist noch immer geschmeidig. Und jetzt gehe ich einfach in mein Haar rein und verteile das so von allen Richtungen und brauche da eigentlich auch gar nicht so viel. Ich bin ja auch hier bei uns im Team, der gerne am meisten Pomade ins Haar auf einmal macht. Es gibt ja den berühmten Extrafinger von mir. Das heißt, wenn andere Leute sagen, jetzt ist genug, nehme ich mal noch einen Finger mehr Pomade. Eigentlich war das so. Ist jetzt bei dem nicht so, denn bei solchen matten Styles habe ich für meinen Haaren festgestellt, weniger mehr. Denn damit es auch schön locker bleibt, brauche ich ja gar nicht so viel Produkt, damit es die Haare so runterdrückt oder so. Und was bei mir jetzt der Riesenvorteil ist, meine Haare wachsen nämlich von diesem Scheitelpunkt hier hinten, ich weiß nicht, wie gut man das sieht, so nach vorne. Das heißt, ich zwinge meine Haare gar nicht mehr in ihre unnatürliche Richtung nach hinten, wodurch ich dann natürlich viel Volumen erreiche, dass sich halt dann hier diese Tolle dann aufstellt, weil dann die Haare wollen da lang, aber ich tue sie nach da, deswegen ist dann viel Volumen drin. Ist das jetzt hier da hinten jedenfalls überhaupt nicht so, sondern ich mache genau das, was die Haare wollen. Sie wollen in diese Richtung, von diesem Punkt weg. Da muss ich hinten auch immer noch ein bisschen luren. Mit einem kleinen Handspiegel muss ich jetzt mal meinen Hinterkopf angucken, dass sich das auch einigermaßen, dass nichts mehr absteht. So, passt schon, hat schon was geklappt. Und hier vorne mache ich dann trotzdem immer noch diesen Swirl, um trotzdem auch Volumen vorne noch reinzukriegen. Und ich nehme extra auch für solche Frisuren gerne den Texturkamm, zum Beispiel von Herkules Sägemann, um hier vorne diese dicken Kammlinien, diese Textur reinzukriegen. Und genau dafür ist so ein Produkt auch da, um eben diese Textur und diese Lockerheit reinzukriegen. Und hier an der Seite, ja, mache ich es eigentlich locker zur Seite und dann lege ich es mir so hin. Dann ist es entweder so, dass es so bleibt und manchmal, wenn dann neckisch eine Strähne hier ausbricht und dann hier runterhängt, finde ich es eigentlich auch ganz cool. Dann mache ich aber so, zack, und sie ist eigentlich, ja, genau. In dem Fall jetzt nicht. In dem Fall brauche ich vielleicht doch noch mal einen Spiegel. So, ist sie wieder versteckt. Mit dem Produkt auch kein Problem, denn durch die ganzen enthaltenen Wachse und Öle, die hier drin sind, vor allem dadurch, dass direkt eigentlich nach Wasser und der Tonerde die Wachse kommen, ist dieses Produkt nicht super, super trocken und hart im Haar. Es zieht schon an, merke ich jetzt auch, das Wasser verdunstet, die Wachse entfalten ihre vollkommene Kraft und es wird auch ein bisschen trockener, aber nicht absolut trocken, wie zum Beispiel jetzt, wenn man es von einem Haargel oder einem Haarspray kennt. Ich kann trotzdem immer noch nachmodellieren, vor allem auch deswegen lohnt es sich, wenn man ein bisschen weniger nimmt, dass man hier, wenn ich jetzt hier nachmodelliere, nicht komplett in den Beton reinkämme, sondern
eben die Frisur schön locker ist und fluffig. Also für so eine Frisur ein perfektes Produkt. Ich kann es vom Gefühl her wirklich tatsächlich sehr mit der Anti-Gravity von Lockhart vergleichen oder mit der Northern Lights von Shea Revival oder mit der Matte Paste von O'Dowds, würde ich ungefähr sagen, wobei das noch ein klein bisschen cremiger, jedenfalls in der Dose ist. Vom Halt her ist es dann relativ gleich. Also hat schon einen recht guten Halt. 4 von 5 Punkten steht hier drauf. Ja, würde ich sagen, nachdem sich das Produkt im Haar gesetzt hat und so ein bisschen trockener geworden ist, würde ich sagen, das kommt ganz gut hin. Glanz, ja, wie es sein muss. So gut wie nichts durch das Produkt jedenfalls vorhanden. Ich würde sagen, das ist ein relativ natürlicher Look, natürlicher Glanz. Das ist auch das, was ich erwarte, wenn hier Matte Clay draufsteht, dass es natürlich auch matt im Haar aussieht und das tut's. Ja, also mega Produkt, finde ich sehr cool. Ich bin auch mega begeistert von den Rarecraft-Produkten, wie wir alle hier im Team. Und kann euch nur empfehlen, mal, wenn ihr Bock auf eine geile Mattpaste habt, das Tortuga Matte Clay auszuprobieren. Und ja, mit den Worten würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin alles Gute, euer Flo. Vielen Dank fürs Anschauen. Falls ihr Interesse gefunden haben solltet, würden wir uns sehr über ein Abo freuen. Das Thema rund um den Kundenservice haben wir mal versucht, ein bisschen lockerer für euch zu gestalten. Und falls ihr noch Lust auf weitere Videos haben solltet, findet ihr hier noch eins.